Alemannia Aachen 1, Rot-Weiß Essen 0. Komme, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Was ist mit der Lehrstelle? Ich bin nicht hingegangen. Wie bitte? Du bist nicht hingegangen? Was soll das denn heißen? Dass nicht da war. Seit Wochen rede ich an ihn Hartwig hin, dass er dich nimmt und du hast es nicht mal nötig hinzugehen. Ich hab's dir gesagt, Mama, ich werde nicht für einen Mann arbeiten, der die Nazis unterstützt hat. Am Freitag und Samstag hilfst du in der Wirtschaft mit. Es geht nicht eben weniger Musik. Schlag dir das aus dem Kopf. Du arbeitest und damit basta. Ja, und hör mal langsam auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln, ja? Was mit dir, Mathis? Iss mal was. Kein Hunger. Hinterher gibt's nichts mehr, das sag ich dir gleich. Rot-Weiß Essen hat verloren, Mama. Und? Die verlieren doch immer. Quatsch. Mathis! Ist ja nicht so schlimm. Oh, Mama. Nur verloren. So ein Mist. Das gegen Aachen. Was ist denn los, Atze? Komm her, schmeckt gut, siehst du doch. Ist Blackie auch. Und deutscher Meister werden wir nie im Leben. Tag zusammen. So. Ah, das sieht doch gut aus. Ich brauche nämlich Nachschub. Schön ist mir noch das Geld für die letzte Ladung. Kriegst du, Kleiner, kriegst du. Morgen kassiere ich bei den Jungs von der Band ab. Band? Das ist ein anderer Name für Musikkapelle. Klingt doch besser. Mama sagt, du sollst deine Hausaufgaben nicht vergessen. Habe ich schon gemacht. Und, Schlappe schon verdaut? Grüßer. Machst mir noch eins? Hast du nicht schon genug? Sag mal. Einer geht noch. Sag mal einen Satz mit Hammerma und Hatata. Hast du denn Geld mit? Haben wir mal eine Radtour gemacht. Hatata geregnet. Meine Mutter wollte wissen, wann du dein Decke zahlst. Jetzt machen wir ja nicht den dicken Mann, bist ja schlimmer als dein Alter. Pass mal auf, ja. Mein Alter, der ist seit 11 Jahren in Russland. Und solange das so ist, mache ich hier den Dicken so oft ich will. Also wann, hm? Sobald ich Arbeit habe, kannst du dich drauf verlassen. Ist doch ein Wort. Ah, so. Ich muss jetzt zum Training. Handball? Sehr witzig. Willst du mich umbringen, Furznoten? Entschuldigung, aber wir sind schon ganz spät dran. Spät dran für was denn? Für Training. Was haben wir denn für einen Tag heute? Dienstag. Wie viel Uhr? Halb 5. Okay, Viertelstunde. Mensch, Boss, du siehst furchtbar aus. Ja, ist gestern Abend ein bisschen später geworden. Wir hatten eine Besprechung. Eine Besprechung? Worüber? Hab ich vergessen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Mensch, Mathis, du bist echt eine Landplage. Erst werde ich beinahe gesteinigt und dann noch gehetzt. Kannst du die Sturmklinge wie jeder normale Mensch? Dein Vorgänger, der Michael, der war da auf Zack. Ich weiß noch, jedes Mal, nach jedem großen Spiel stand er nachher mit 2 Flaschen Bier da. Und zwar eiskalt. Hey, Köttel, bist du jetzt nicht beleidigt, oder was? Nee, aber wenn ich es nicht gut genug mache, nimmst du vielleicht einen anderen Taschenträger. Mathis, jetzt red mal nicht so ein Blödsinn.
Du bist ja mein Maskottchen. Schließlich gewinne ich nur, wenn du dabei bist. Haben wir ja in Aachen wieder gesehen. Glaubst du wohl nicht, wahr? Das stimmt aber wirklich. Immer wenn du dabei bist, kann ich die ganz engen Spiele noch umbiegen. Jedes Mal. Okay? Dann komm. Ja, komm baldig, sonst muss ich noch 50 Pfennig in der Mannschaftskasse blechen. Sag ich doch. Wie der Boss wieder über den Platz schleicht. Der Mann ist kein D zu viel. Kein Wunder, dass die in Aachen verlieren. Komm, den hätte man auch mal aufversenkt. Mensch, Helmut, du Flasche! Du triffst ja nicht mal aus 3 Meter Möbelwagen! Das hab ich gehört, Willi! Wo warst du denn so lange? Was ist denn los? Sie wollte hier nicht aufmachen, bevor nicht alle Mann da sind. Und wenn er tot ist? Bald werden wir wieder eine richtige Familie sein. Was denn? Freut euch denn gar nicht? Doch, doch. Bleiben Sie ruhig sitzen, wie steht's? 4-1. Nicht schlecht. Ja, aber für Hannover. Was? Ehrenwort. Hannover führt gegen Kaiserslautern 4-1? Das ist wahrlich Das ein gibt's doch nicht. denkwürdiges Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und jetzt werden hier hämische Rufe laut nach Sepp Herberger. Denn mit dem FCK verliert hier die Mannschaft, die das Rückgrat seiner Nationalelf bildet. Oh weh, das ist eine schwere Stunde für den Bundestrainer. Der Meister Eine schwere Stunde auch für Annette Ackermann, geborene von Hadding. Annette. Tag, die Herren. Na, haben wir denn schon Feierabend? Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Sag mal, was hast du eigentlich gegen Fußball? Ich meine, ich bin Sportjournalist. Du hast auch deine guten Seiten. Komm doch einfach mal mit ins Stadion zu 1860. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ach, hier. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Was ist das? Marokko. Vater hat uns nicht nur das Haus, sondern auch eine Hochzeitsreise spendiert. Und da wollte ich dich fragen, ob du mitkommst. Falls du zwischen 2 Fußballübertragungen Zeit hast. Hochzeitsreise? Du hast mir einen Antrag gemacht, ich habe ihn angenommen und dann haben wir geheiratet. Stimmt. Und wenn wir schon mal da sind, könnten wir doch auch kurz nach Ägypten, die Pyramiden angucken. Das hört sich mehr nach Kreuzzug an als nach Urlaub. Ich wusste, dass du dich freust.
mal wieder nicht dabei ist. Ingrid, mach mich nicht wahnsinnig. Ich bin so schon nervös genug. Wenn es ihm nur gut geht. Wer weiß, was der Russe ihm alles angetan hat. Der Russe. Der Russe hat den Deutschen in den Arsch getreten, weil der Deutsche ihn ohne Grund überfallen hat. Christa. Ich bin die Ingrid. Und wer ist er? Ich hatte dir von ihm geschrieben. Ich habe nie einen Brief bekommen. Das tut mir leid. Matthias kam, nachdem du wieder an die Front musstest. 9 Monate, nachdem du wieder an die Front musstest. Du redest, wenn du gefragt wirst. Und der heißt nach meinem Vater? So, das ist sie. Wir haben heute natürlich zugemacht wegen dir. Und zur Zeche sind es nur 5 Minuten mit dem Fahrrad. Du stehst hier hinter der Theke? Ja. Und Ingrid hilft als Bedienung. Bruder? Ich nicht. Ich bin Musiker. Musiker? Ja. Und wer ist das? Das ist der Boss. Der Boss. Ja, so nennen ihn ja alle. Eigentlich heißt er Helmut Rahn. Und spielt bei Rot-Weiß Essen. Und er ist sogar Nationalspieler. Und er ist mein bester Freund. Bald ist ja die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Dein bester Freund. Ich darf ihm immer seine Tasche tragen und komme dafür umsonst ins Stadion. Naja, er ist so eine Art Vaterfigur für ihn. Die Kinder sind ja völlig... Zeit, dass du mal wieder richtig Disziplin lernst. Ich hatte so wenig Zeit für sie. Wegen der Wirtschaft und überhaupt. Es wird anders, wenn ich erst mal eine Entschädigung wieder hab. Ich will so bald wie möglich wieder auf Stadt 4 an. Ich werde dann auch meine Familie selbst ernähren können. Die Kneipe können wir dann verkaufen. Lass mir noch ein bisschen Zeit, Christa. Morgen, Ackermann. Oh, morgen Abend. Glückwunsch nochmal nachträglich. Danke, danke. Ihre Frau schon in anderen Umständen? Nein, noch nicht, aber wir üben schon fleißig. Schön.
Aber Vorsicht, Frauen sind der natürliche Feind des Fußballs. Gewöhnen Sie sich da mal dran. Mit den Jahren wird das Genörgel dann schon weniger. Ja, wenn Sie das sagen. Hören Sie, Ackermann, ich habe ein Problem hier. Ja? Ich brauche einen guten Mann, der für uns in die Schweiz fährt. Wie? Zur Weltmeisterschaft? Genau. Aber ich dachte, das macht der Schwertfeger. Ich habe Schwertfeger rausgenommen. Seit seinem Kommentar über das Saarland-Spiel ist er bei Herberger unten durch. Also brauche ich einen Mann da unten, der eine weiße Weste hat und dazu Talent. Sie meinen mich? Und eine schnelle Auffassungsgabe dazu. Wo man hinschaut, nichts. Schatz, endlich. Du musst mir beim Aussuchen helfen. Annette, ich muss dir was sagen. Hm? Die Hochzeitsreise fällt ins Wasser. Ahrens hat mich zur Fußball-Weltmeisterschaft beordert. Das ist nicht wahr. Annette, das ist eine einmalige berufliche Chance, die kann ich nicht auslassen. Willst du mir damit allen Ernstes sagen, dass dir diese Bolzerei wichtiger ist als die Hochzeitsreise mit deiner Frau? 24 Kerle, die hinter einem einzigen Ball herrennen? 22. Von mir ist auch 22. Wäre ja auch langweilig, wenn jeder einen Ball hätte. Na gut, Ackermann. Was heißt na gut? Du kannst fahren. Ah ja? Unter einer Bedingung. Und die wäre? Ich komme mit. Komm jetzt, Lynn, jetzt guck nicht so traurig. Ich bin auch bald wieder da. Kann ich nicht doch mitkommen? Wie soll das denn gehen? Willst du bei mir unterm Bett pennen oder was? Warum nicht? Na, zum Beispiel, weil ich mit dem Fritz Walter auf eine Bude bin. Und wenn du schnarchst, dann schläft er schlecht. Und wenn er schlecht schläft, dann spielt er schlecht. Und wenn er schlecht spielt, dann verlieren wir und scheiden aus. Willst du das? Nee. Siehste. Aber du hast doch gesagt, dass du die großen Spiele ohne mich nicht gewinnen kannst. Das ist auch wieder recht. Trotzdem geht das nicht. Was wird dir dein Vater dazu sagen? Ich würde lieber dich als Vater haben. So was darfst du nicht sagen, Mathis. Dein Vater hat eine echt schwere Zeit hinter sich und der braucht dich jetzt hier. Das wird bestimmt bald wieder besser. Gut. Dann lies noch mal vor, aber langsamer zum Genießen, ja? Liebe Sportskameraden, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie bei guter Gesundheit und wohl vorbereitet am Mittwoch, den 26.05.1954 in der Sportschule München-Grünwald erwarten dürfen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Spieler nur für die Zeit Anspruch auf Verdienstausfall haben, in der sich die Mannschaft im Wettbewerb befindet. Mit sportlichen Grüßen, I.A. Passler. Ja, hoffentlich haben die genug Mücken dabei, wa? So, jetzt aber Abmarsch. Viel Glück, Ross. Die Auffahrtsknoten. Wir begrüßen hier im Studio unseren Nationaltorhüter Anton Turek. Natürlich wird er nur Toni gerufen. Und er hat uns für unsere Aktion zugunsten der Spätheimkehrer aus russischer Gefangenschaft etwas mitgebracht. Toni! Ja. Ich habe hier einen Original-Weltmeisterschaftsball und alle Kameraden von Fortuna Düsseldorf haben darauf unterschrieben. Wir hoffen, dass ein schönes Sümmchen für die Heimkehrer dabei herauskommt und drücken natürlich allen Teilnehmern von hier aus ganz doll die Daumen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es dem einen oder anderen Kameraden mit ihrer Hilfe gelänge, sich wieder etwas leichter hier in der Heimat zurechtfinden zu können. Ja. Ja. Zieh mal den Salat. Es klappt nicht mit dem Empfang. Ich bring das teure Ding lieber zurück, solange es noch geht. Wenn du dem alten Kessler wirklich Konkurrenz machen willst, dann würde ich das Ding behalten. Du weißt doch, die Männer sind ganz verrückt nach Fußball.
Hier, nimm nur deinen schwachsinnigen Sohn. Der glaubt allen Ernstes, dass der Rahn ohne ihn kein Spiel mehr gewinnen kann. Nur die wichtigen nicht, hat er doch selbst gesagt. Zum letzten Trainingstag vor der Weltmeisterschaftsendrunde in der Schweiz. Im Sturm immer vorne und so auch gleich der Erste aus dem Bus. Max Morlock vom 1. FC Nürnberg, gefolgt von Helmut Rahn von Rot-Weiß Essen und Bernie Claude von Schalke 04. Toni Turek von Fortuna Düsseldorf wird flankiert von Heinz Kupsch vom FK Pirmasens und Heinrich Kwiatkowski von Borussia Dortmund. Assistenztrainer Albert Singh schickt Ottmar Walter vom 1. FC Kaiserslautern sowie Herbert Erhardt von der Spielvereinigung Fürth durch den Parcours. Diese beiden werden wohl mit einem Brummschädel ins Bett gehen. Karl-Heinz Metzner vom KSV Hessen-Kassel und Uli Biesinger vom BC Augsburg. In ihrer Heimatstadt sind sie Lokalrivalen, aber hier stärken sie sich gemeinsam, um die Magyaren so richtig auszuhebeln. Alfred Pfaff von Eintracht Frankfurt und Richard Herrmann vom FSV Frankfurt. Na, wenn das mal nicht unsere Vorrundengegnern Respekt einflößt. Paul Mebus vom 1. FC Köln zeigt seine Fußfertigkeit und Mannschaftskamerad Hans Schäfer will ihm da in nichts nachstehen. Bei einem fröhlichen Kartenspiel erholen sich vom anstrengenden Training die Lauterer Werner Liebrich, Horst Eckel und Werner Kohlmeier. Ja, die Bayern lassen es halt ein bisschen gemütlicher angehen. Karl May von der Spielvereinigung Fürth und Hans Bauer von Bayern München. Fritz Laband und Jupp Posipal vom Hamburger Sportverein absolvieren gerade die wohl angenehmste Trainingseinheit, nämlich die im Autogramme schreiben. Aber fehlt da nicht noch einer? Natürlich der Kapitän. Und da ist er auch schon. Fritz Walter vom 1. FC Kaiserslautern. Bravo, Herr Walter. Lächeln Sie doch mal. Na bitte. Und hier noch einmal der gesamte Kader. Viel Glück, Jungs. Die Heimat drückt euch die Daumen. Willkommen zu Hause, Richard. Danke. Schön, dass du wieder da bist. Hat sich viel verändert hier unten. Männer, in 2 Wochen geht's los. Wir spielen in der Schweiz, da wollen wir einen guten Eindruck hinterlassen. Leider sehe ich bei einigen von euch noch eklatante Mängel im körperlichen Bereich. Deshalb werden wir die Gymnastik vermehrt mit ins Programm einbeziehen. Wir beginnen mit Liegestützen. Ihr seht, ihr müsst noch an euch arbeiten. Nutzt diesen Lehrgang, um hart zu trainieren. Arbeitet an euren Schwächen, aber trainiert auch die Dinge, die ihr gut könnt. Wie heißt es? Ach, wie bald schwinden Schönheit und Gestalt. Schön seid ihr nicht, also kämpft wenigstens für den Rest. Übrigens, Metzner, Sie sind ein hervorragender Fußballspieler. Aber Sie rauchen heimlich. Und damit betrügen Sie Ihre Kameraden. Sie würden nämlich sonst noch viel besser spielen.
Deshalb möchte ich, dass Sie Ihre Sachen packen und heute nach Hause fahren. Alles nicht ein bisschen zu hart? Natürlich, er darf schon noch bleiben. Aber die Jungs müssen wissen, wo Bartel den Most holt. Jetzt zeig mal, was du hast, Adi. Das ist leichter als sein Vorgänger. Stimmt. Aber das ist es nicht. Das machst du nicht so spannend. Hm? Schrauben. Genau. Steine, Schraubgewinde. Schrauben. Brillant. Für jedes Wetter. Die richtige Länge. Ja, die sitzen perfekt, natürlich. Sind ja geschraubt. Also? Was fragst du so? Ich will 2 komplette Sätze für die Weltmeisterschaft. Hör jetzt genau zu, Ingrid. Ich verbiete dir hiermit jeglichen Umgang mit Soldaten. Aber ich habe nichts gemacht. Ich wollte nur mit einer Freundin... Außerdem verbiete ich dir, dich so aufzutakeln. Das ist nicht wahr. Ich wollte doch nur ein bisschen... Solange du unter meinem Dach wohnst, gibt's für dich bestimmte Regeln. Und an die Regeln wirst du dich halten. Ist ja klar? Tipp, top, tipp, top, tipp. Gut, dann nehme ich den lang. Dann kommt der Aki und der Nollen zu mir. Dann nehmen wir noch den Mischa und den Buri. Ich nehme dann noch den Rainer und die Carola. Und ihr kriegt auch den Lubanski. Nee, wir kriegen die Carola, ihr kriegt den Mathis. Na gut, aber nächstes Mal kriegt ihr den. Hier, heute! Hier, nein, Buri! Satz mit X. War wohl nix. Mama hat gesagt, du hast früher auch Fußball gespielt. Nee. Ich darf auch nur noch mitspielen, wenn sie ungerade sind. Mädchen war gar nicht schlecht. Carola. Ja, die ist ganz gut. An der komme ich nie vorbei. Nicht mal mit den besten Tricks vom Boss. Weil du was spielst, was du nicht kannst. Du ahmst seine Tricks nach. Sein Stil, aber ist nicht dein Stil.
Und was ist mein Stil? Du bist zäh und laufstark. Du läufst mehr wie die anderen. Du bist ein Verteidiger. Wenn du willst, dass die anderen dich respektieren, dann reicht's nicht, nur die schlechte Kopie von einem Staat zu sein. Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, schläfst du noch, schläfst du noch, hörst du nicht die Glocken, schläfst du noch. Ist das ein Lüftchen? Das sollten Sie in Dose tun und verschicken. Genau, Goli. Immer wenn dir auf dem Platz die Luft ausgeht, dann machst du ein Döschen davon auf. Nee, pass mal auf. Guck mal, die Bötchen da. Da kann man ja auf dem See rumgondeln. Da sind Pedalus, Ottes. Keine Bötchen. Bötchen gibt es nur bei euch in Kaiserslautern. Benny, hast du schon gehört, die Urus trainieren auf dem gleichen Platz wie wir? Das ist ja ein Dingen. Wir und der Titelverteidiger. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Jungs, aber bei mir fängt es langsam am Kribbeln. Sag mal, Helmut, deine Frau hat es so schön zusammengelegt und du stopfst es einfach so in den Schrank. Wie unterscheidest du dann die alte Sache von der frische? Ich riech dran, wieso? Wie machst du das denn? Na also, die Schweizer können nicht nur Uhren bauen. Ich überlege andauernd, wofür mich der Chef strafen will, dass ich mit dir auf dem Zimmer bin. Was meinst du, Fritz? Nimmt er mich zum ersten Spiel gegen die Türken? Ich bin tipptopp in Form. Geht das schon wieder los? Also gut, ja, er nimmt dich. Aber der Benny Claude ist auch gut in Form. Vielleicht nimmt er ja den. Ja, du hast recht. Er nimmt den Benny. Komm, Freddy, das ist jetzt Spaß, oder? Weißt du was? Ich gehe jetzt duschen. Komische Type. Lass mich raten, das gefällt dir nicht. Naja, Fußballreporter verbinde ich eben immer mit Elend. Nun, diese Suite war ursprünglich für Schwertfeger gebucht. Ich bin mir sicher, sonst hätte man mich unter irgendeiner Brücke untergebracht. Naja, also wie war das? Das Eröffnungsspiel machen Jugoslawien und Frankreich, oder? Stimmt. Und zu wem halten wir? Zu niemandem. Wir sind Reporter, also müssen wir neutral sein. Und bei Deutschland gegen die Türkei, sind wir da auch neutral? Nein, da halten wir natürlich zu Deutschland. Sind wir da keine Reporter? Doch. Ist das nicht ein bisschen irrational? Kann sein, ja. So wie ich manchmal? Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt. Meine Herren, jetzt geht's endlich los. Wir spielen gegen die Türkei. Die Türken haben in der Qualifikation Spanien ausgeschaltet. Wir dürfen sie also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kommen wir zur Aufstellung. Loni, Sie spielen im Tor. In der Abwehrreihe Lavand, Posipal, Kohlmeier. In der Läuferreihe Eckel und May. In den Halbpositionen Morlock und Fritz. Im Sturm auf links Hans Schäfer, in der Mitte Ottmar. Rechts außen Bernie Claude. Abfahrt ist in 2 Stunden. Ich erwarte Pünktlichkeit.
gespielt, Matthias. Tja, Herr Lubanski, dass die Regierung ihren Kriegsheimkehrern eine Entschädigung zahlt, hat schon seine Richtigkeit. Nur sind Sie von einer falschen Anzahl von Jahren ausgegangen. Nee, damit vertut man sich nicht. 11 Jahre und 4 Monate. Nach meinen Unterlagen sind Sie in der Sowjetrepublik wegen schweren Diebstahls und Sabotage zu 5 zusätzlichen Jahren verurteilt worden. Das kann dann nicht mehr als Kriegsgefangenschaft gewertet werden. Und damit haben Sie für diese Zeit keine weiteren Ansprüche auf einen Ausgleich. Wir haben aus der Küche eine Dose braunen Zucker geklaut, weil wir am Krepieren waren. Das bezweifle ich nicht, Herr Lubanski. Doch ändert das nichts am Sachverhalt. Wissen Sie, wie viele von uns da drüben verhungert sind? Hunderttausende. Hunderte, bei denen ich allein zusehen durfte. Sabotage, Diebstahl. Das war alles nur ein Witz gewesen. Herr Lubanski, ich habe die Vorschriften nicht gemacht. Und Sie sind nicht der Erste, der sich beschwert. Dabei können Sie noch froh sein, dass Sie überhaupt... Froh sein? Ich kann froh sein? Wissen Sie, wer froh sein kann? Sie. Sie können froh sein, dass Sie nicht einen Tag in Russland gewesen waren. Und Sie können froh sein, dass ich Ihnen nicht die Fresse poliere. Auch die Ungarn selbst scheinen überrascht zu sein von dieser Aufstellung der deutschen Mannschaft, aber es wird sie wenig kümmern. Sie 50 Pfennig. Was? Eintritt bezahlen? Wir nehmen es ja vom Lebendigen. Rückpass auf Puschkas. Zacharias verliert den Ball an Fritz Walter. Der gibt den Ball an Pfaff. Na? Alles klar? Gar nichts ist klar. Der Herberger lässt die Ersatzleute spielen. Leichtfertiger Ballverlust im Mittelfeld. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Scheiße! Warum hält denn der Kwiatkowski den Ball nicht fest? Matthias, was mal her? Denkbar schlechten Start erwischt. Das ist natürlich ganz bitter für die deutsche Mannschaft. Hoffen wir, dass sie sich schnell von diesem Schock erholen und nicht verunsichern lassen. Setz dich ruhig. Kaufst du mir eine von der Zigaretten? Ja, klar. Hier schenke ich dir. Danke. Puschkas mit Schussmöglichkeit. Aber ich habe dich da neulich in der Kirche gesehen. Hast eine Kerze angezündet. Sagst du mir auch für wen? Na komm, sag schon. Für den Helmut Rahn. Helmut Rahn? Herberger stellt die meistens nicht auf und da dachte ich, ich muss was tun. Komm mal mit raus. Verstehe ich das richtig? Du zündest in der Kirche eine Kerze an, nur damit irgend so ein Balltreter nicht auf der Reservebank sitzen muss? Aber Helmut Rahn ist nicht irgend so ein Balltreter. Er ist der Beste. Und ich... Ist noch zu retten? Erklär mir mal, wie du darauf kommst, die Kirche zu so Alma Mätzchen zu missbrauchen. Du gehst jetzt nach Hause und denkst über den Sinn der Kirche nach. Aber jetzt spielt er auch... Schluss jetzt, ab nach Hause. Und fang bloß nicht an zu heulen. Ein deutscher Junge weint nicht. Was ist denn los? Geht dir gar nichts an. Ich würde ja wohl noch fragen dürfen. Halt den Mund und geh wieder rein. Du sollst wieder reingehen, habe ich gesagt. Habt ihr das gehört? Ein deutscher Junge weint nicht. Ich wünschte, er wäre nie wieder gekommen. Ach, Alfred, bald, ich komm runter. Zu 3. Was für eine Blamage.
Und Schuld hat einzig und allein der Herberger. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde das sehr gescheit. So, findest du? Naja, er schont seine wichtigen Leute für das Entscheidungsspiel gegen die Türken. Das hätte ich auch so gemacht. Na, wenn das den Seppel nicht freut. Noch ein Kaltgetränk? Was ist denn los? 3 Pilz und die nächsten 3 schon mal auf Halde. Nicht hinsehen. Das sind Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Na und? Die trinken einen wie wir. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Glaubst du wirklich, der Herberger lässt die Leute mitten während des Turniers auf Dorftour gehen? Du meinst, sie sind ausgebüxt? Komm, wir tanzen unauffällig etwas näher, damit wir hören, was sie sagen. 8 Stück, ey. Und wie fühlt ihr euch so als Lückenbüßer? Naja, für die Drecksarbeit waren wir gut genug. Aber passt mal auf. Beim nächsten Spiel können Sie wieder gut und gerne auf uns verzichten. Ihr habt's noch gut. Wenigstens jeder ein Tor gemacht. Ich hab mir nur Blessuren angehandelt. Kann immer noch nicht richtig auftreten. Ach, was soll's. Spielen wir den Ärger runter, Männer, aber richtig. Soll sich ja gelohnt haben, wenn der Alte uns erwischt. Prost. Prost. Oh mein Gott, ist der schwer. Das sind die Muskeln. Wie? Na, schau dir doch diese Oberschenkel an. Da ist jeder einzelne Muskel trainiert. Ja. Schon gut. Oh. Wer bist du denn, Kumpel? Ackermann, Süddeutsche Zeitung. Prima Sportler. Danke. Und Sie, gnädigste? Seine Frau. Schade. Schatz, ich würde sagen, wir lassen ihn hier sitzen und hauen ab, ja? Mhm. Und wir rufen den Pförtner an. Nicht, dass die uns in diese Geschichte mit reinziehen. Was für Oberschenkel. Was für eine Story. Untersteh dich, oder ich lass mich scheiden. Dann unterstehe ich mich. Grüezi, Herr Herberger. Grüezi. Ich wollte Sie nicht erschrecken, aber ich habe darum gerade geputzt und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nicht darüber laufen täten. Geputzt um die Zeit. Ja, wann denn sonst? Darf ich mich so lange hier hinsetzen, bis der Boden trocken ist? Ja, klar. Haben Sie heute verloren? Und wie?
Dann sind Sie jetzt dann nicht mehr in der Konkurrenz. Doch, doch. Wir haben eine Schlacht verloren, nicht den Krieg. Sagen Sie, junge Frau, haben Sie Kinder? Ich? 9 Stück. Und Sie? 22. Hä? Und einer von Ihnen macht mir großen Ärger. Sicher Ihr Lieblingskind. Die machen immer am meisten Ärger. Da fällt es dann besonders schwer, ihn zu bestrafen. Ach, Quatsch. Wie? Quatsch. Schmarren. Blödsinn. Sie sind jetzt nicht in Deutschland. Da muss nicht mehr immer bestraft werden. Aber wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Man muss auch mal 5 Grad sein lassen. Ohne Fleiß kein Preis. Wenn der Apfel reif ist, fällt er von selber vom Stamm. Früher Vogel fängt den Wurm. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Sag mal, bist du bescheuert? Kann schon sein, warum? Der Chef schickt dich nach Haus, wenn er davon Wind bekommt. Und wenn schon. Ein Ersatzspieler weniger in der Schweiz. Wir sind eine Mannschaft. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und da brauchen wir dich genauso dafür wie jeden anderen hier. Jetzt ist sowieso zu spät. Herr Dessler hat mich vom Hotel gefunden. Helmut, ich möchte eins von dir wissen. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Wie darf ich denn die Frage jetzt verstehen? Wenn du für uns bist, dann rede ich mit dem Adi. Aber wenn sowas nochmal vorkommt, dann fahre ich dich persönlich zum Bahnhof und drehe dir in den Arsch. Friedrich, so kenn ich dich ja gar nicht. Meinst du, der wäre ernst? Natürlich bin ich für euch, verdammte Scheiße! Gut. Achtung, an Gleis 1 erhält Einfahrt der Fernzug 224 und zur Weiterfahrt nach Basel. Über Duisburg, Düsseldorf, Köln, Wolfsburg, Leipzig, Mannheim, Karlsruhe. Komm jetzt! Weißt du eigentlich, wo ich dich überall gesucht habe? Wegen Schweiz, du kriegst eine Woche Stubenarrest. Hose runter. Wie? Ich hab gesagt, du sollst die Hose runter machen. Richard, hör sofort auf damit! Willst du ihn blutig prügeln? Kennst du dich auch gegen mich? Was soll das denn heißen? Ich will wissen, ob du dich auch gegen mich stellst. Gegen mich, für mich. Es geht doch nicht nur um dich. Ob es den Kindern gut geht oder mir, zählt das nicht mehr für dich. Du willst mir Vorwürfe machen? Guck doch, wohin deine Erziehung geführt hat. Der Älteste ist ein Großmann mit kommunistischen Flausen im Kopf, das Mädchen eine Soldatenhure und der kurze Spinner, der eine Schweiz abbauen will. Frag dich mal, warum der weg will. Wegen dir. Ich versuche mir nur etwas Disziplin beizubringen, damit er tüchtig ist. Und was wird im Leben? Ach, so ist das. Was glaubst du denn, wo ich in den letzten Jahren gewesen bin? Ich habe die Familie durchgebracht. Ich habe die Kneipe aufgebaut, von der wir jetzt leben. Nebenbei habe ich den Haushalt geschmissen und die Kinder großgezogen. Jetzt kommst du und machst alles schlecht und stellst die Ordnung wieder her. Ich sag ja gar nicht, dass alles schlecht ist. Ich will dir mal was sagen, Richard. Bevor du kamst, waren wir eine halbwegs glückliche Familie. Seit du da bist, sind die Kinder verstört, traurig und verzweifelt. Willst du, dass ich wieder zurück ins Lager gehe? Willst du das? Gott, hör doch mal auf mit deinem Selbstmitleid. Kannst du nicht einmal, ein einziges Mal für 10 Sekunden mal an andere denken? Seitdem du da bist, beschäftigen sich alle pausenlos mit deinen Launen, deinen Stimmungen, deinen Gefühlen. Hast du jemals ein Wort der Anerkennung für uns gefunden? Bruno spielt mit der Kapelle ein paar Mark ein. Ingrid hilft bis zum Umfallen in der Wirtschaft. Sogar der Kleine trägt mit seinem Zigarettenverkauf zum Haushaltsgeld bei. So viel zum Thema Disziplin. Und ich sag dir noch was, Richard. Wer am wenigsten Disziplin von uns allen hat, das bist du.
Tag, meine Herren. Ihre Fragen bitte. Herr Holzmann. Die Aufstellung von Basel, das Durcheinander in der Abwehr. War das Mittel, mit dem Sie, Herr Herberger, die Ungarn packen wollten? Sehen Sie, übermorgen wartet hier ein schweres Spiel auf uns. Die Türken haben Südkorea geschlagen, wir müssen also nochmal gegen sie ran. Dort müssen wir bestehen. Der Kollege Rupold, bitte. 8 Gegentreffer. Viele Deutsche und nicht nur die Experten sind der Meinung, dass Sie mit diesem 3:8 dem deutschen Fußball schweren Schaden zugefügt haben. Naja, der Ball, mit dem wir hier spielen, ist ja nun mal ein Schweizer Fabrikat. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er noch prall und rund. Von Schaden also keine Spur. Der junge Kollege dort, bitte. Herr Herberger, die Niederlage gegen die Ungarn war ein Schock. Gefährdet diese Taktik den Zusammenhalt unserer Mannschaft im Entscheidungsspiel gegen die Türken nicht? Kann man in unserer Elf Angriff und Offensive jetzt überhaupt noch koordinieren? Ich wollte sagen, Defensive und Verteidigung. Was geschieht mit dem Mittelfeld? Was wird sein? Wissen Sie, junger Mann, der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Also, Männer, die Aufstellung. Toni im Tor, in der Verteidigung Glaban, Prosipal, im Lauf Bauer, Eckel und May. Moloch und Fritz hinter Schäfer, Ottmar und Bernie Kluth. Männer, Entscheidungsspiel gegen die Türkei. Ihr wisst, worum es geht. Aber vorher will ich euch noch ein paar Briefe vorlesen, die mir Landsleute von daheim anlässlich des Ungarn-Spiels zugeschickt haben. Herr Herberger, wenn der Trainer einer Nationalmannschaft nicht weiß, was er in solchen Fällen einem Sportpublikum vorzusetzen hat, dann soll er sich besser einen Strick kaufen und am nächsten Baum aufhängen, aber möglichst so, dass man den Strick später noch verwerten kann. Herberger, Sie gehören wegen Sabotage vor Gericht. Wäre schön, wenn Sie aus den Vorkommnissen die Konsequenzen ziehen würden, die ein anständiger Mensch in solchen Fällen zieht, nämlich abzutreten. Herberger muss weg. 50 auf die nackten Fußsohlen und weg mit ihm aus Deutschland. Dieser Verräter gehört nicht länger zu uns. Und jetzt raus mit euch. Schäfer, was ist los? Wir sind unter der letzten 8. Tja, ich weiß einfach nicht, wen ich auf rechts außen stellen soll. Den Bernie oder den Boss. Sie sind der Spielführer, Fritz. Was denken Sie? Claude, Rahn, die sind beide gut. Hat jeder so seine Vorzüge. Der Bernie hat bisher ausgezeichnet gespielt. Harmoniert großartig mit Morlock. Lass ich die beiden zusammen spielen, können wir mit einem flüssigen Kombinationsspiel rechnen. Aber gegen Jugoslawien können wir nicht so losstürmen wie gegen die Türken. Da heißt es aus der Defensive herausspielen. Vielleicht wäre der Boss da doch der bessere Mann. Soll er ruhig mal nicht abspielen oder schlecht zuspielen. Ich habe das komische Gefühl, er bringt die Entscheidung. Ich denke, der Boss wird Sie nicht enttäuschen. Noch eine Enttäuschung wäre dann noch eine zu viel, wenn Sie wissen, was ich meine. Also passen Sie ein bisschen auf ihn auf, hm? Hallo, Sportsfreund. Doch. Wie geht's denn unserem Strafgefangenen? Verurteilt zu 5 Jahren Stubenarrest wegen Fahnenflucht in Tateinheit mit Sabotage von Sparschweinen?
Aha. Also pass auf, wenn er dich nochmal schlägt, schlag ich zurück. Versprochen, okay? Zweitens ist, wie wir alle wissen, die Gefangenschaft eine Notsituation, in der man besondere Maßnahmen anwenden darf. Wenn man zum Beispiel das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Jugoslawien nicht bei der niedlichen kleinen Carola hören kann, dann heißt das nicht, dass man komplett darauf verzichten muss. Mannschaftsaufstellung mitteilen. Turek im Tor, Laband und Kohlmeier in der Verteidigung. In der Läuferreihe spielen Eckel, Liebrisch und May. Im Sturm Helmut Rahn, der Ron spielt, er spielt! Essen ist fertig. Die beiden Walter-Brüder und Schäfer. Wie jetzt? Kommt lieber sofort runter. Mit dem berühmt-berüchtigten Bejara. Wirklich, Richard, ich habe seit Jahren nicht mehr so gut gegessen. Ja, es war köstlich, Papa. Ja, war genießbar. Kann ich noch ein Stück haben? Ja, sicher. Hier. Danke. Eigentlich hat eure Mutter ja heute Geburtstag. Aber da ich so lange weg war, möchte ich jedem von euch ein Geschenk machen. Danke. Na los, nimm schon. Oh, das ist aber schön. Ist zwar nicht aus Ostberlin, funktioniert dafür aber. Danke. Atze, Blackie, ich muss euch was zeigen. Atze? Lecky? Schuss vom abgefährlichen Simic. Aber Toni hält ihn sicher. Bravo, Toni. Wirft den Ball jetzt zu Lava. Der Hamburger ersetzt hier tapfer seinen Mannschaftskollegen Posipal. Herr Zuburski? Wie steht's? Immer noch 0-0. Aber die Jugos sind alle Partisanen, das ist das Tückische. Bekämpfen kannst du die nur, wo sie sich zeigen. Haben Sie zufällig meine Kanicke gesehen? Nee, Junge, hab ich nicht. Warte mal. Hat deine Mutter nicht heute Geburtstag? Ja. Wieso? Und wird gekonnt gestoppt von Kohlmeier. Unser Renner, der ist wirklich Gold wert gegen diesen schier unablässig abbrandenden Sturm. Ich dachte, ihr hättest auf dem Markt gekauft. Als ob wir für so was Geld haben. Und hör auf mit dem Kopf zu schütteln bei deinem Vater. Ich schüttle den Kopf so oft ich will. Du hältst den Mund und gehorchst. Mund halten und Gehorch. Mehr haben sie euch nicht beigebracht. Was sind ihr euch? Seit wann bin ich euch für dich? Ist doch egal. Hältst du mich für einen Nazi, weil ich meine beste Zeit im Dreck verbracht habe? Ich konnte als Einzelner gar nichts machen. Da musst du mal mit. Ja, schon gut. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Wie redest du eigentlich mit mir? Schlag mich nicht nochmal. Habe ich 11 Jahre lang durchgehalten, um mich von meinem eigenen Sohn veräppeln zu lassen? Den Ball will ich nicht mehr.
Der Schwarz-Weiße von Grabitz hat geworfen. Wenn du willst, besorge ich dir 2 Junge. Ich will nie wieder Kaninchen. Das verstehe ich. Mama? War Papa früher auch so? Wie? So gemein. Mathis, denk mal an vorhin, wie es dir wehgetan hat, als du gemerkt hast, dass Atze und Blackie weg sind. Jetzt stell dir mal vor, dass es dir jeden Tag so weh tut. 12 Jahre lang. Jeden Tag. Kannst du dir das vorstellen? Aber so muss es für Papa gewesen sein, als er nicht nach Hause durfte. 12 Jahre lang. Aber da kann ich doch nichts für. Kann denn der Papa was dafür? Siehst du, wir können alle nichts dafür. Aber wir können alle helfen, dass es besser wird. Hm? Du bist ein ganz großer, mein Kleiner. Papa ist auch ein ganz großer. Eigentlich. Wenn wir alle ihm helfen, dann wirst du dich noch wundern, was du für einen tollen Vater hast. Wir brauchen nur Geduld. Das kommt von alleine. Beim 2:0 gegen Jugoslawien, da war ja wirklich Glück im Spiel. War die defensive Taktik wirklich richtig? Und war es richtig, den guten Claude für Rahn rauszunehmen? Rahn hat zwar ein Tor geschossen, ja gut, aber wie wichtig ist er denn wirklich für das deutsche Spiel? Sie haben es da etwas leichter als ich, mein Herr. Ihr Spiel und das Spiel Ihrer Kollegen fängt erst an, wenn unseres vorbei ist. Aber da wir gewonnen haben, denke ich, ich habe alles richtig gemacht. Herr Herberger, stimmt es, dass im Halbfinale gegen Österreich Jupp Posipal verteidigen soll? So habe ich das geplant, ja. Aber das dürfen Sie nicht tun. Der Jupp ist doch völlig außer Form. Wir und die Heimat haben für diese Maßnahme kein Verständnis. Posipal wird gegen Österreich verteidigen. Wir wollen in der Abwehr stark werden. Ob das richtig ist oder falsch, darüber reden wir später. Herr Herberger, haben Sie sich bei diesem Zitterspiel gegen Jugoslawien nicht manchmal gewünscht, dass es endlich vorbei wäre? Und wie haben Sie sich denn gefühlt nach dem Spiel? So was kenne ich gar nicht. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bruno, was machst du denn da? Nichts. Ich packe. Wohin willst du denn? Das kann ich dir nicht sagen. Aber warum willst du denn weg? Ach komm, das weißt du doch. Mit mir und Papa. Das klappt einfach nicht. Es wird bestimmt bald wieder besser. Ich will sowieso raus hier, weißt du? Ich will endlich mal was Sinnvolles tun. Also gut. Ich gehe nach Berlin. Nach Ostberlin. In die Ostzone? Hey, das ist die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Und da sind alle Menschen gleich. Es gibt keine reichen Leute und keine armen Leute. Es gibt keine Arbeitslosen und jeder darf seine Meinung sagen. So was gibt's doch gar nicht. Doch. Was man so hört, können die da noch ein paar gute Musiker gebrauchen. Ich will nicht, dass du gehst. Hey, Kleiner. Du bist der beste Mann der Familie. Das weiß ich. Und ich verlasse mich auf dich. Das kann ich doch, oder? Der ist für Papa und Mama. Keine Angst, da steht nichts Böses drin. Nur die Wahrheit. Aber warte noch, damit ich wenigstens eine Woche Vorsprung habe, ja? Das musst du mir versprechen. Komm mal her. Hä? Herr Lubanski. Guten Tag, Pfarrer. Entschuldigen Sie die Störung. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ja, natürlich. Kommen Sie. Wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir im Halbfinale. Und ein Junge von hier hat ein Tor geschossen. Ja. Das ist unglaublich.
Und im Halbfinale geht's gegen Österreich, richtig? Gegen Österreich, genau. Aber das wird ja mindestens genauso schwierig werden. Eigentlich bin ich nicht hier, um über Fußball zu reden. Natürlich nicht. Entschuldigung. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Nichts ist so, wie es mal war. Ich versuche ja alles richtig zu machen. Dadurch wird aber alles nur noch schlimmer. Jetzt ist auch noch der Bruno weg. Ich habe mit sehr vielen ehemaligen Kriegsgefangenen gesprochen. Die meisten Heimkehrer schämen sich für die Zeit im Elend. Sie schließen ihre Familien aus, versuchen so zu tun, als seien sie stark, aber in Wirklichkeit haben sie Angst, ihren Leuten zu zeigen, was die Gefangenschaft in ihnen angerichtet hat. Die meisten hatten ganz ähnliche Schwierigkeiten. Habt ihr denn gar nichts zu essen gekriegt? Nee, haben wir nicht. Es ist so, dass, wo wir nie genug zu essen hatten, war... Die Russen hatten ja selber nichts. Wir hatten ja alles verwüstet und verbrannt. Ich konnte mit meinen Fingern meinen Oberschenkel fassen. Ja, liebe Zuhörer, man kann es gar nicht oft genug hören. Die Deutschen im Halbfinale. Wer von uns hätte das noch vor wenigen Wochen überhaupt gedacht? Das Wichtigste war, dass du morgens aufstehen konntest. Du hast als erstes deinen Kameraden neben dir berührt, ob er noch warm war. Wo er noch lebt. Vielleicht konnte man seine Stiefel ja noch gebrauchen. Irgendwann fingen sie an, die nicht mehr arbeitsfähig waren, nach Hause zu schicken. Viele von uns wollten sich krank machen, weil sie nach Hause wollen. Und haben Salzwasser getrunken. Sind daran krepiert. Und die das Trophäe nicht erwischt hatte, die noch laufen konnten, die haben sie in Arbeitsbrigaden gesteckt. Mich haben sie als Spezialist in den Tagebau nach Sibirien geschickt. Hast du denn nie an zu Hause gedacht? Ich habe nicht mehr zu Hause geglaubt. Ich habe nicht mehr an euch gedacht. Ich habe nur noch die Winter gezählt und ans Essen gedacht. Ab und zu haben die Bauern uns was zugesteckt. Und auf dem Rückmarsch habe ich einen Russe zu sich nach Hause genommen. Mir ein Bild gezeigt. Mit so einem schwarzen Band um. Das war ein Bild von seinem Sohn. Ich weiß, ich habe mich euch gegenüber nicht immer richtig verhalten. Aber ich kenne mich einfach nicht mehr aus. Das ist alles so fremd hier. Und mit Bruno, das war meine Schuld gewesen. Bruno hat sie einfach nicht mehr ausgehalten. Er musste dich so lange ersetzen. Ich glaube, jetzt wollte er einfach nur weg. Er ist alt genug, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber hier sind noch 3 andere. Die brauchen dich. Eckstoß für Deutschland, ein geschenkter Eckball.
Würde mich wundern, würde mich nicht wundern, wenn jetzt das 4. Tor fallen würde. Wieder schießt der Fritz Walter, schießt die Ecke mit dem rechten Fuß, abgewehrt, Tor! Tor für Deutschland! Tor für Deutschland! Ottmar Walter! 4:1 für Deutschland. Ich bin sprachlos. Und man sieht deutlich, wenn man also jetzt so ungefähr die Minen betrachtet, soweit man sie aus dieser Distanz erkennen kann, dass unsere Spieler bereits resignieren. Es scheint ja fast so, also ich will, also lassen wir das. Also der Happel hat jetzt direkt einen Ball noch einmal den Deutschen vorgelegt. Was ist denn los heute? Wagner zu Probst nach vorne zu Körner 2 und der Körner 2 versucht einen Trick, der Trick misslingt. Körner 2 jetzt zu Steuersball, der Steuersball ein Haken, der Körner 2, der ist frei, ein Haken, noch einmal hinüber zu Probst schießt und haut ins Gras. Ganz abgesehen davon hätte Körner 2 längst schießen müssen, ganz abgesehen davon hätte Steuersball schießen müssen, aber Geschwindigkeit ist, wie uns die Deutschen heute vorzeigen, keine Hexerei, aber wir sind zu langsam. Steuersball am Ball will einsetzen den Probst, aber der Probst ist ja bei Liebrich sowas von aufgehoben, also als wäre er ein Wickelkind und der Liebrich seine Mutter. Und? Wen kriegen wir im Endspiel? Das interessiert dich? Wie war das noch neulich mit den 24 Leuten, die einen Ball hinterherjagen? Ach, neulich. Neulich war ich doch noch ein unwissendes Kind. Also? Die Ungarn. Sie haben Uruguay in der Verlängerung mit 4:2 geschlagen. Puh, schöne Bescherung. Schon wieder diese Wüstentore-Schießer. Wir können hoffen, dass wir diesmal nicht zweistellig verlieren. Was redest du denn da? Wir verlieren doch nicht. Ich meine, nicht schon wieder. Das wäre doch nicht gerecht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir beantragen bei der FIFA einfach einen gerechten Ausgang des Turniers. Na gut, Schlauberger. Ich sag dir jetzt mal was. Wir gewinnen. Wir gewinnen und machen Schaschlik aus den Ungarn. Du meinst Gulasch, Schatz? Wenn ich Schaschlik sage, meine ich auch Schaschlik. Gut. Worum wetten wir? Wenn wir mal Kinder haben, darf ich die Namen aussuchen. Wenn Deutschland gewinnt. Ansonsten suche ich den Namen aus. Und deshalb sind Sie für mich der legitime Nachfolger von Fritz Walter. Viel Glück, Ihre Carmen Ballmann. Na? Carmen Ballmann? Gib doch zu, Horst. Die hast du doch selbst geschrieben. Samu, das ist eine Fußballexpertin reinsten Wassers. Die steht doch wohl völlig außer Zweifel. Ach, guck mal, Fritz, unsere Kleinen. Ich wette, wir haben sie beim Nachtgebet gestört, die Guten. Sag mal, Horst. Ist das nicht der Kerl, der heute mit dem Blindenhund über den Platz gestromert ist? Ja, genau. Jungs, ich weiß ja, ihr habt das nicht so mit dem Denken. Deshalb sage ich es noch mal ganz langsam. Wir sind im Endspiel. Das ist das Spiel, wo sie einen nachher mit Gold behängen und in Sänften vom Platz tragen. Ja, und Männer wie mich hauen sie nachher in den Stein. Oder in die Pfanne, wenn du bald mal wieder einen Ball ins Tor stolperst, Boss. Genau, Helmut. Wo bleiben deine Tore? 6:1. Heute durfte doch jeder mal. Und du? Du hast nur rumgestanden und in der Nase gebohrt. Komm, Fritz. Gehen wir lieber wohin, wo man echte Kerls wie uns noch zu schätzen weiß. Zum Toni. Der muss sich eh noch die Ohren langziehen wegen das Gegentor. Schlaf gut, Jungs. Auf keinen Fall wäre Abstieg. Sonst heißt, die Türken waren zu schwach, gegen Jugoslawien haben sie Blicke gehabt und Österreich hat einen schlechten Tag erwischt. Genau. 1:3 wäre gut. Damit könnte man leben. Das Allerhöchste am Sonntag wäre, wenn Sie uns erst in der Verlängerung schlagen. Jetzt hab ich aber die Nase voll. Was retten wir denn dauernd vom Verlierer? Warum sollen wir überhaupt verlieren? Fritz, ist nicht, dass ich nicht gewinnen möchte, aber... Aber. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich je so was sagen würde, aber nehmt euch mal ein Beispiel am Boss. Der redet seit Tagen von nichts anderem, als dem Grossitsch die Hütte voll zu hauen. Wisst ihr was? Er hat recht. Ich möchte mich noch einmal bedanken für dieses außerplanmäßige Gespräch, Herr Herberger. Sind wir nicht auch etwas außerplanmäßig im Endspiel? Gibt es so etwas wie ein Geheimnis dieses deutschen Teams? Ich hätte einen Kopf, einen Denker und Lenker, Fritz Walter. Ohne so eine Schlüsselfigur ist wirklicher Erfolg nicht denkbar. Wäre er früh verletzt worden, würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ist es nicht seltsam? Das sind die gleichen Leute, die Sie noch vor 2 Wochen offen angefeindet haben, weil Sie das erste Spiel gegen uns von vornherein verloren gegeben haben. Da täuschen Sie sich. Ich habe das Spiel nicht verloren gegeben. Ich hatte durchaus eine Strategie, die zum Sieg führen sollte. Nur ist die leider besonders kläglich gescheitert. Ich möchte nicht vermessen klingen, Herr Herberger, aber sehen Sie tatsächlich eine reale Chance auf einen Sieg gegen Ungarn?
Wenn am Sonntag die Sonne scheint, wird Ungarn Weltmeister. Dann werden wir sie nicht stoppen können. Spielerisch sind wir ihnen klar unterlegen. Aber was ist, wenn es regnet? Fritz Walder wäre da. Dann wird der Boden schwer. Dann haben wir eine Chance. Matthias! Matthias, wach auf! Komm, wach auf! Was ist denn? Steh auf. Wir machen einen kleinen Ausflug. Was ist denn das für ein Auto? Habe ich mir vom Pfarrer geliehen. Schön. Wo fahren wir überhaupt hin? Nach Bern zum Endspiel. Was? Du hast doch selber gesagt, der Boss gewinnt die entscheidenden Spiele nur, wenn du da bist. Verdammte Scheiße. Meine Herren, das erste Spiel gegen Ungarn haben wir 8:3 verloren. Das hat sehr wehgetan. Aber wie Sie alle wissen, trägt alles Gute und Schöne bereits den Keim der Zerstörung in sich. Und auch umgekehrt. 8 Tore kassiert, was lernen wir daraus? Die Ungarn sind ein Ausnahmeteam. Seit 4 Jahren unbesiegt. Außer Loran, Kostic, Bocik und Puschkas. Stehen in der Mannschaft nur Spieler, die gar nicht wissen, wie das ist, mit der Nationalelf zu verlieren. Was aber nicht heißt, dass das nicht möglich ist. Denn wir haben auch 3 Tore geschossen. Das heißt, sie sind anfällig. Und zwar hier. Über links. Bocik spielt so offensiv, dass hinter ihm immer wieder Löcher aufreißen. Diesen Freiraum müssen wir nutzen. Hans, das gilt insbesondere für Sie. Puschkas ist wieder auf dem Damm. Er wird spielen. Möglicherweise ist er angeschlagen, aber gehen wir davon aus, dass er darauf brennt, groß gegen uns aufzuspielen. Werner Liebrich wird sich um ihn kümmern. Aber Männer, wenn wir das Finale hier heute gewinnen wollen, dann müssen wir die Ungarn in ihrem Herzen treffen. Und das ist nicht Puschkas. Das ist Hidekuri. Nominell ist er zwar Mittelstürmer, aber er zieht die Fäden im Mittelfeld. Über ihn läuft das Spiel. Ihn gilt es auszuschalten. Horst, das wird Ihre Aufgabe. Heften Sie sich an seine Fersen, beißen Sie sich an ihm fest. Ich will, dass dieser Mann heute Nacht von Ihnen träumt. Wir haben einen großen taktischen Vorteil, Männer. Wir kennen die Spielstärke der Ungarn. Aber Sie kennen unsere nicht. Sie wissen gar nicht, wie stark wir wirklich sind. Sie wissen nicht, dass wir stark genug sind, Sie zu schlagen.
Adi, stell schon mal auf. Nichts lieber als das, Sam. Ist ja gut, Miller. Wir machen ja so schnell wir können. Was haben wir noch? Kameraden, jetzt gilt's. Jetzt müssen die Kerle zeigen, ob sie wirklich Männer sind. Wir haben den Krieg verloren. Wir verlieren auch dieses Endspiel. Oh, Herr Pfarrer auch da? Ich weiß auch nicht, was mit der Karre los ist. Ich glaube, der läuft nur noch auf 2 Pötten. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels zu verdanken haben. Und das Spiel hier wird gleich beginnen. Keine lange Einleitung, nur die Aufstellung, die Österreich mit 6:1 im Vorschlussrundenspiel schlug. Mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und May aus Fürth. Der Sturm mit Rahn rechts außen, aus Essen ist er, halbrechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und soeben hat Schiedsrichter Link aus England das Spiel angepfiffen. Übrigens derselbe Schiedsrichter, der schon das erste Spiel gegen Ungarn pfiff. Warum passen die nicht auf da hinten? Wenn das jetzt wieder so weitergeht und dann ohne mich, Mann. Das, was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht.
Ach komm, was war's für mich? Ein ganz dummes Malheur war das. Ein alberner Zufall. Und trotzdem steht 2:0 für die Ungarn. Wenn wir einen Jungen bekommen, heißt der Rüdiger. Wenn es ein Mädchen wird, Roswitha. Roswitha? Roswitha? Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Deutschland vor! Los, Männer, auf geht's jetzt! Na komm, noch ist nichts verloren. Ne? Weißt du, Matthias, in der Gefangenschaft habe ich einen Trick gelernt. Mit der Vorstellung. Weißt du, da kannst du alles machen. Wir haben uns immer vorgestellt, uns mal richtig satt zu essen. Und wenn uns der Hunger nicht allzu sehr zugesetzt hatte, dann hat das auch alles wunderbar geklappt. Du musst nur die Augen zumachen. Da kannst du überall hin. Sogar nach Bern. Das ist so, als ob du selber da wärst. Na komm, versuch mal. Vielleicht schaffen wir es ja noch zur zweiten Halbzeit. Ha? Es steht nur noch 2:1. Der Schuss von Rahn wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am Torsteher der Ungarn, Drosic, vorbei. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0. Es steht nur noch 2:1. Und das sollte unserer Elf jetzt Mut und Selbstvertrauen geben. Und das Spiel ist wieder ausgeglichen. Was spielst du denn hier ab, Mann? Morlock steht 2-3 Mal Mutterzählerlee vom Tor, du knallst das Ding blind in die Wolke. Das gleiche auch für dich, Hans. Kümmer du dich mal lieber um deine Abwehrkläner. Die ersten beiden Tore waren wohl jetzt Geschenke, wa? Was habt ihr zwar euch bloß aber gedacht, wir können vorne nicht jeden Fehler von euch ausbügeln? Sag das dem Kohli. Der weiß ja nicht mehr, wie man anständig zum Torwart zurückspielt. Du klebst schon auf der Linie. Das ist alles, Dicker. Ey, du geheimer Spielmacher, bist du blind? Wozu renn ich mit deiner rechts auf dem Flügel die Lunge aus dem Hals? Wenn du immer nur zum Fritz spielen kannst. Warum hier? Augenblicklich! Spart euren Atem. Werdet ihr noch brauchen. Habt ihr es ja noch nicht begriffen? Wir können hier Weltmeister werden. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier rumzuzanken. Es steht 2:2. Die Ungarn sind wütend. Zu Beginn der zweiten Halbzeit werden sie noch mal über euch herfallen. Also passt auf. Ihr müsst noch einmal 45 Minuten lang brennen. Kämpft, kämpft! Eine für alle für einen. Ist das klar? Ganz schön aufregend, wa? Kann man sagen. Matthias, ich wollte mich bei dir entschuldigen.
Du weißt schon, wenig, Anneke. Ist schon gut. Ich wollte einfach, dass zu Mutters Geburtstag mal was Richtiges auf dem Tisch steht. Wir melden uns also wieder aus Bern. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit 2:2 durch 2 Tore der Ungarn Puskás und Tibor und die beiden Anschluss- und Ausgleichstreffer der Deutschen Morlock und Rath. Nee, kommen wir nicht ran. Los, wir treffen uns hier wieder. Lauf. Los, mitkommen, Papa. Du mach schon. Ohne dich können die nicht gewinnen. Ohne mich bist du schneller. Los. Einwurf Ungarn wird steil nach vorn gespielt. Lantos schießt. Liebrich rettet. Noch einmal Nachschuss. Kostic am linken Flügel. Rettet, rettet, rettet. Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie bitte die Begeisterung. Meine Damen und Herren, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und der Schuss von Hidekuti aus 3 Metern Volley abgefeuert auf das deutsche Tor wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel so ausgeglichen, so packend, faul an Rahn? Gerechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Zu 2 für Deutschland im Spiel gegen Ungarn, das seit 4,5 Jahren kein Länderspiel mehr verloren hat. Doch der Sekundenzeiger, er wandert so langsam. Wie gebannt starre ich hinüber. Geh doch schneller, aber er tut es nicht. Er geht mit der Präzision, die ihm vorgeschrieben ist, wandert er voran. Und jetzt noch 1,5 oder 2 Minuten.
Deutschland führt 3:2. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Puschkasch am Ball im Mittelkreis. Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss. Gehalten von Doni. Gehalten. Und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von 1 Minute sein. Aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt. Kommt zu Bocci. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Schlägt Ungarn 3:2 Tore! Mann, das ist doch Wahnsinn. Die drücken uns ja tot. Ja, aber was soll ich denn machen? Die Anweisung vom alten Ahrens ist eindeutig. Ich soll in diesen Zug. Aber ich komme da nicht mit. Annette, wieso denn nicht? Das kann ich Dante unmöglich antun. Ja, wer ist denn Dante? Das solltest du aber wirklich wissen. Das ist dein Sohn. Mein Sohn? Dante? Ich darf die Namen aussuchen. Schon vergessen? Annette, ich werde verrückt. Du bist... Woher weißt du denn, dass es ein Junge wird? Das spüre ich eben. Annette. Annette, du bist wunderbar. Weißt du was? Ich pfeife auf diesen Zug! Mann, was soll denn das? Keine Widerrede. Die Familie geht vor. Außerdem musst du dich jetzt schonen. Entschuldigung! Entschuldigung! Entschuldigung, danke. Entschuldigung. Hey, Kleiner, Benzin wird verlangt. Ist das nicht so ein Tollhaus hier? Danke. Tut mir leid, Sie dürfen da nicht nein. Wieso denn? Ich war schon die ganze Zeit im Zug gewesen. Ich bin nur kurz raus, um meinen Jungen zu holen. Ach, und wer sind Sie? Ackermann, Süddeutsche Zeitung. Ist er da? Mensch, Mathis, was machst du denn hier?
Ich werd verrückt. Hier, 2 Flaschen Bier und zwar eiskalt. Du hast doch gesagt, große Spiele kannst du ohne mich nicht gewinnen. Das stimmt. Und hatte ich nicht recht? Hatte ich nicht recht? Da bist du eigentlich ganz alleine hier? Nee, mein Vater hat mich gebracht. Lubanski, freut mich ran. Sieht so aus, als würden wir den Sieg Ihnen verdanken. Sieht ganz so aus. Respekt vor Ihrem Tor. Ihre Nerven hätte ich gern. So, dann geht mal nach hier rein. Und ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz mit jemandem anstoßen, okay? Chef? Hier, hat mir gerade ein echter Kumpel gebracht. Endlich mal ein richtiges Bier. Dachte mir, das teile ich mit ihm. Boss, Sie werden sich nie ändern. Aber wenn das einer schafft, dann Sie. Wen haben wir denn hier? Fast wie angegossen. Willst du haben? Toni, guck mal. Ein paar Mädels wollen ein Autogramm von dir. Mädels? Wo? Und, wie findest du ihn? Boss, meine ich. Das ist eine tolle Nummer. Gegen den kommt keiner an. Doch, du. Du kommst gegen ihn an. Donnerwetter. Das ist ein großes Kompliment. Der ist von Bruno. Du musst dir versprechen, dass ich ihn dir nicht früher gebe. Papa, was ist los? Bruno. Er wünscht uns alles Gute und er schreibt, dass wir ihn jederzeit besuchen können. Was musst du eigentlich von deinem Vater denken? Sitzt hier und heult wie ein kleines Kind. Weißt du, ich finde, deutsche Jungs können ruhig auch mal weinen.
Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, angeschlossen Radio Saarbrücken. Wir übertrugen aus dem Wankdorf-Stadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft. Reporter war Herbert Zimmermann. Die Sendung ist beendet. Wir schalten zurück nach Deutschland.